Hi zusammen, wir sind hier im Bald-Kiosk Bro, heute zu Gast Fußball 2000 mit Basti Red. Ja, und Stefan Reich und Lisa Tellers und Marvin Mendel und wir müssen einiges besprechen. Es wird sehr, sehr lange. Ich stehe immer noch ein bisschen unter Schock aufgrund dieser stillen halben Stunde im Stadion. Bin auch weiterhin noch ein bisschen ratlos, was da passiert. Eintracht Frankfurt steht in wichtigen Zeiten. Wo die hingehen, werden wir besprechen, während ihr Likes da lasst und kommentiert und bei WhatsApp abonniert, dies, das, Ananas macht und den Bald-Kiosk Bro besucht. Gut Viertelcafé nebenan. Wie heißt das hier? Wiesenhüttenplatz? Wiesenhüttenplatz, 39. Danke euch. Fußball 2000, wir sind wieder da. Die Frankfurter Eintracht verliert, man könnte fast sagen erneut, 1:3. Und ich sag mal so, die Gladbachisierung der Frankfurter Eintracht schreitet voran. Das ist ein heißes Thema, dem wir uns heute nähern werden. Das wir natürlich umso besser, dass Lisa heute auch als Gladbach-Experte natürlich dabei ist. Da aber kommen wir erst später drauf, denn ich will erst mal reingehen. Denn absurderweise muss ich sagen, das Spiel am Samstag hat mir eine erste Halbzeit beschert, bei der ich leise Hoffnungen hatte, bevor sie gecrushed wurden, zerstört wurden. Lieber Stefan, erklär mir, warum eigentlich die erste Halbzeit, natürlich mit all seinen Fehlern und Chancen auch für Hoffenheim, trotzdem gar nicht so schlecht. Naja, also ich sag mal so, zumindest hatte man in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass die Basics so ein bisschen am Start sind. Also du hattest die Eintracht stand relativ sicher, hatte ich so das Gefühl. Es gab eine gewisse Zweikampfhärte, die war da und so. Und trotzdem war es jetzt nicht so, dass ich irgendwie in der ersten Halbzeit dachte, okay, geil, die Eintracht ist wieder da. So, ja, das hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Ja. Schönes Tor geschossen durch Kalimondo, aber es war trotzdem, ich meine, du hattest, glaube ich, eine Minute später die Chance für Hoffenheim nach der Ecke, wo, ich glaube, Kabak den Pfosten trifft oder so. Also das war schon relativ auf Sand gebaut, auch in der ersten Halbzeit. Und das hat sich dann genauso fortgesetzt in der zweiten leider. Das ist absolut richtig. Du sagst aber in der ersten Halbzeit zumindest das wichtige Tor mit Kalimondo. Der, muss man sagen, einer der absoluten Highlights ist. Ja, der ist geil. Der ist wirklich geil. Auch Can Uzun in der ersten Halbzeit gut funktioniert hat. Trotzdem haben wir gesehen, auch schon in der ersten Halbzeit, du siehst, was Hoffenheim als starke Mannschaft hat und was der Eintracht fehlt. Ja. Börcher, einer der Spieler, die... Ja, gut. Wouter Börcher. Ja, Wouter Börcher. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, der richtig heißt. Ja. Weil normalerweise würde ich Burger sagen, aber Wouter Börcher, genau der defensive Mittelfeldspieler, der sowohl die richtigen Pässe gibt, der torgefährlich ist, der Chancen und Tore einleitet. Und das hast du auch gesehen, auch selbst als noch kein Tor gefallen ist, aber er war immer gefährlich und das fehlt dann der Eintracht definitiv. Ne? Absolut. Ich glaube, Hoffenheim ist, das muss man leider so sagen, spielerisch eine der besten Mannschaften der Fußball-Bundesliga. Das sagt so viel über die Lage der Liga aus. Das tut mir leid. Aber man muss einfach das ganze Ding einfach ab. Jetzt reg ich mich doch wieder auf. Voll. Es ist halt frustrierend, dass Hoffenheim es geschafft hat, aber man muss ja auch mal gucken, wo sie herkommen. Ne? Die kommen ja aus dem Abstiegskampf. Was ich halt beeindruckend finde bei Hoffenheim, wo ich sage, das fehlt der Eintracht so ein bisschen, die haben den Kader ja wirklich einmal komplett im Sommer auf links gekrempelt und was haben die für Spielertypen sich geholt? Die haben mit Aslani einen Baller, ja, so ein richtig geiler Typ, der weiß, was das Privileg ist, Bundesliga zu spielen. Damar, Lemperle, alles Spieler und eigentlich ja auch sozusagen Eintracht-Spieler, theoretisch junge, talentierte Spieler, die man weiterentwickeln kann. Aber das ist jetzt der Unterschied, wo ich sage, was ich geil finde, ist, die haben wirklich Bock, Bundesliga zu zocken und haben irgendwie mehr so, sind nicht so individuell veranlagt und so egoistisch Karriere getrieben, sondern ich habe irgendwie eher bei denen das Gefühl... Deswegen spielen sie in Hoffenheim. Ich bin Ich wollte es gerade sagen, also ich glaube, die Definition eines Hoffenheim-Spielers ist genau das. Ja, aber ich finde schon, dass da sehr viele Spieler sind, die mit, das klingt doof, aber die haben sich Charakterspieler ich glaube, ich weiß, gekauft. Weißt du, was du meinst? Ja. So, und das ist mir irgendwie so aufgefallen, wenn ich da so jetzt von außen drauf schaue. Aber ganz egal, sie spielen halt einfach geilen Offensivfußball und spielen schnell, direkt und erfolgreich. Und nehmen uns den Platz im Europacup weg. Ja, das ist absolut richtig. Und es war ja so, dass sie auch in der ersten Halbzeit schon auch direkt spielt. Wir haben ihnen manche Chance gegeben, was sich natürlich nicht, auch in der ersten Halbzeit nicht abgestellt hat. Das sind die Fehler, die wir reingehauen haben. Erstens übrigens, Abschläge, Abstöße gehen eigentlich direkt zum Gegner. Da haben wir keine konsequente Weiterentwicklung oder auf die Tribüne gesehen. Oder auf die Tribüne. Ja. Und es ging immer, und dann auch die Situation, die fast zu einem Gegentor geführt hat. Es war in der ersten Halbzeit zweimal so, dass man muss sagen, auch schon wieder viel kritisiert, Kauer Santos 2 Dinge richtig gut pariert hat. Eins übrigens auch durch einen Fehler von Christensen. Wie hat sich denn das bei dir in der ersten Halbzeit angefühlt am Stadion? War da schon eine gewisse Unruhe zu spüren? Wie ist das Gefühl gewesen? Nee, erste Halbzeit war okay, finde ich. Weil erste Halbzeit war so der Tenor,
den Umständen entsprechend gut. Ich meine, das zeigt ja schon, dass es Umstände gibt. Ja. So, und diese Umstände sind auch irgendwie größer als mir lieb ist, glaube ich. Aber in der ersten Halbzeit hast du das Gefühl gehabt, dass sie diese Umstände angenommen haben. Und das ist natürlich jetzt keine Peak-Eintracht gewesen, aber es ist eine Eintracht, die gesagt hat, okay, wir haben verstanden, dass hier irgendwas falsch läuft und müssen dementsprechend uns irgendwie reinkämpfen in diese ganze Situation. Und den Eindruck hatte man in der Halbzeit. Also ich war ein bisschen erleichtert, weil ich das Gefühl hatte, okay, das wabert nicht irgendwie so weiter und die Verantwortlichen erzählen mir, es ist alles in Ordnung. Und in irgendeiner Art und Weise ist auch so eine Beschwichtigung da, so schlimm ist es alles gar nicht und ja, das mit den Trainern, das machen wir schon alles, sondern das war irgendwie so das Zeichen zu denken, ja Leute, wir wissen, momentan läuft irgendwie nicht alles ganz geil, da müssen wir uns halt irgendwie reinarbeiten in die Saison, beziehungsweise die Situation irgendwie überstehen. Und so bin ich aus der ersten Halbzeit raus. So, jetzt nicht begeistert, wie Stefan es gesagt hat. Also es war nicht so, dass wir uns hier gegenseitig in den Armen lagen, gedacht haben, die SG ist wieder da, sondern es war trotzdem so, die Eintracht hat die Situation erkannt. Aber ein kleines Positives. Ne? Das war Klar. schon, genau, kleines positives Moment. Leute, also muss man auch mal sagen, in der Situation, in der die Eintracht gerade ist, gegen formstarkes Hoffenheim, wie du es beschrieben hast, die tatsächlich jetzt gerade mit Ilzer, ich glaube, das ist so der Hauptfaktor, der ja auch in Österreich gezeigt hat, was er für Mannschaften bauen kann. Fitte Mannschaften, Spielsystem, ersticken den Gegner und so. Also der Hoffenheim ist tatsächlich fußballerisch momentan wirklich eine heiße Aktie. Und wenn du gegen die in der Situation, aus der du kommst, 1-0 führst, dann musst du über die Fehler hinwegsehen und dann ist alles in Ordnung erstmal. Und das ist das Ding, weil ich habe danach nämlich auch gedacht, guck mal, wir haben ja einige Situationen überstanden. Ne? Eine wirklich gute Parade von Santos, das andere, das macht er so einen 6-7-Ball, das sieht dann ein bisschen glücklich aus, und dann, aber er hält das Ding. Und dann habe ich gedacht, Die junge Leute hier. Die junge Leute hier. schreibt lieber in die Kommentare, wenn ihr mit Sex... Die einfach mal 6-7. Ist das auch euer Lieblingsmeme? Normalerweise müssten wir jetzt hier als Kaline den ganzen Kühlschrank ausräumen. Naja, aber schreibt mal 6-7 in die Kommentare, vielleicht hilft das im Alkohol. So, und dann war es aber im Endeffekt so, dass ich gedacht habe, guck mal, du hast auch Koch, der jetzt zu ihm gegangen ist. Sie haben beide gejubelt und das sind ja die kleinen Momente, die du brauchst, um wieder Gute Beobachtung, Marvin, weil das war das, was in Karabakh wirklich beängstigend war, dass sowohl bei Toren als auch bei Paraden jeder für sich irgendwie war. So beim Jubel oder bei der Zelebrierung von dieser Parade. Genau das habe ich auch beobachtet, dass sie zu ihm gegangen sind, zu Santos gegangen sind, nee, come on. Dass das Gefühl hattest, ey, vielleicht, weiß ich nicht, haben die einen Playstation-Abend gemacht, vielleicht haben die sich getroffen und waren alle zusammen 6 Stunden auf TikTok, keine Ahnung, wie man Mannschaftsabend heute gestaltet. Wie junge Leute den Mannschaftsabend gestalten, keine Ahnung, vielleicht waren die... Treffen sich und sagen den ganzen Abend einfach 6-7. Vielleicht waren die Schwarzlichtgolf spielen, Alter. Keine Ahnung, was die machen. Acai-Bowl essen, also der beste Abend. Genau, vielleicht waren die irgendwie für 20 Euro ein Matcha trinken. Aber auf jeden Fall hast du das Gefühl gehabt, okay, da ist auch wieder ein Captain da, der auch in den letzten Wochen zu Recht kritisiert wurde, dass er nicht als Captain aufgetreten ist. Das waren diese kleinen Dinge, an die man sich irgendwie gehangelt hat, an die man sich irgendwie gehongen hat, gehonkt, alle keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie, dass du einfach das Gefühl hattest, ja, man ist in dieser Phase schon mit wenigen zufrieden. Und das war in der ersten Halbzeit tatsächlich okay. Genau. Und dann sehe ich dann auch, ne, was mich auch positiv übrigens sehr gestimmt hat, war die Situation, dass du noch den Banner gesehen hast. Danke, Dinos, für alles. Fand ich auch eine sehr respektable, coole Angelegenheit. Stefan, und was hat dann aber dazu geführt, dass in der zweiten Halbzeit der Käse wieder losging? Ja, das ist eine schwere, also ich bin super ratlos, ehrlicherweise. Das sind immer dieselben Fehler, das ist ja auch seit Wochen sagen ja auch Krösche und auch Topmann, als noch da waren, so, wir haben immer alle gesagt, es sind dieselben Fehler. Und es war wieder so. Du wirst da rechts überspielt, relativ einfach. Und dann läuft Koch, glaube ich, nicht richtig mit dem Mann mit. Santos sieht auch nicht gut aus. Läuft nicht mit. JB, furchtbar. Ohne mit. Nee, ich glaube, Koch ist derjenige, der mit dem Mörstedt in der Mitte mitgeht und dann aber 2-3 Meter Abstand plötzlich hat zu ihm, so, ne? Und dann kommt Santos raus. Tut mir leid, aber meine Geduld mit Santos ist jetzt wirklich am Ende. Einfach ein klarer Fehler. Das tut mir leid. Schon wieder. Er war bei 2 Toren Achse. Das ist genau das. Der hält zwei, die hält er gut und dann frisst er sich wieder so ein Ei. Seine Strafraumbeherrschung ist einfach nicht Bundesliga-tauglich. Jedes Mal, wenn der rauskommt, ist es wirklich ein absoluter Gamble. Das muss man echt sagen. So, und das ist das, was ich wirklich nicht verstehe, ist, wie diese Mannschaft in sich zusammenfällt. Sobald die ein Gegentor kassiert. Aber ich finde, das waren wieder 12, 13 Minuten und in den 12, 13 Minuten hast du wieder 3 Hütten bekommen. Klar, das letzte ist irgendwie abgefälscht, da hast du Pech und so, aber trotzdem auch das Ding wie das zweite Feld, ist eine Ecke, dann wird der zweite Bein nicht verteidigt, da kann der einfach frei flanken. Ich weiß nicht, wer das ist, wer da nicht hingeht. Skiri oder so, glaube ich. Ja. Der muss einfach, es gibt gar keinen Druck auf den Gegner, gar keinen Druck auf den Ball, die Flanke kommt rein, du hast einen voll besetzten Strafraum, keiner geht dahin, so, ne? Also es ist mir ein absolutes Rätsel, wie
tot diese Mannschaft ist, sobald die ein Gegentor bekommst. Unglaublich. Fällt sofort um. Stefan, vielen Dank für deine Ausführungen. Du hast ja 2 unterschiedliche Punkte gemacht, auf die ich nach und nach ganz gerne eingehen würde. Lisa, du hast einen Punkt akzentuiert und da ging es dir um Santos. Kannst du den nochmal ausführen und dann würden wir, glaube ich, ja auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Weil ich glaube, es gibt kontrastierende Meinungen. Bitte. Ja, ich habe ja selber auch schon gesagt, dass man eigentlich mit einem jungen Torhüter Geduld haben muss. Aber meine Geduld ist jetzt einfach am Ende. Ich dachte, gut, jetzt kommt, ich habe selber ja auch im Tor gespielt. Nein, aber irgendwie ist meine Geduld jetzt am Ende, weil ich hatte für diese Phase zuerst ja noch Erklärungen im Sinne von, er kommt aus einer Verletzung und war unsicher und so. Das habe ich ja auch alles akzeptiert. Aber es reicht mir dann einfach nicht zu sagen, dass dieser Torhüter Talent hat. Ja, aber es bringt mir nichts, wenn der Talent hat, aber eine Strafraumbeherrschung wie ein Kreisliga-Torhüter. Es tut mir leid, dass ich das so drastisch sagen muss, aber immer wenn der rauskommt, ist eine absolute Verunsicherung. Er strahlt überhaupt gar keine Sicherheit aus. Ja. Und es sind 2 Tore, die wieder auf seine Kappe auch mitgehen. Und das, also ich muss ehrlich sagen, 2 weiß ich nicht. Aber das zweite sieht auch nicht glücklich aus. Meinst du 2-1? Nee, das 3-1. Nee, das 3-1, ja. 3-1, das zweite Gegentor, ja. Genau, ich glaube, da konnte er nichts. Bei dem 3-1 sieht er glücklich aus. Hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass es abgefälscht wurde. Aber ich verstehe deinen Punkt. Auch gerade nach dem 1-1, weil das ist ein Fehler, das kann man nicht schönreden. Bastian wollte dazu aber auch was sagen, ja? Ja, ich habe mehrere Punkte im Kopf. Lass uns das mal sortieren. Wir bleiben erstmal dann bei Santos und danach zu dieser Verunsicherung. Genau. Also bei Santos muss ich sagen, im Stadion ging es mir ähnlich wie euch. Ich muss im Nachhinein sagen, war er für mich erst diesmal das Ende der Fehlerkette. Anders als in Stuttgart. Ich habe es in der Reaction meiner Meinung nach fälschlicherweise mit dem Stuttgart-Spiel in Verbindung gebracht, zu sagen, okay, er fängt dir wieder eine Murmel und lässt sie das Spiel kippen. Das war diesmal nicht so. Diesmal sind die Hauptfehler vor diesem unglücklichen Rauslaufen passiert. Das darf gar nicht so entstehen, die Situation. Also ich würde Santos tatsächlich hier in Schutz nehmen bei diesem Spiel, weil er nicht für mich der Hauptfaktor war, der dieses Spiel hat kippen lassen. Es gibt Situationen, da hat er es gemacht. In Stuttgart hat er dich quasi komplett in die Verunsicherung getrieben, weil er einfach den Ball fallen lässt. So, das ist genau das, was du sagst. Trotzdem bin ich bei Santos weiterhin geduldig, weil er ist für mich nicht der Hauptfehlerfaktor. Wenn man sagen kann, okay, lass Santos rausnehmen, dann ist alles wieder gut, dann wäre ich dabei. Aber ganz ehrlich, ich habe Cetera schon mal gesehen, ist auch nicht besser. Es tut mir leid, der hat in Leipzig genau dieselben Bälle hingeworfen. Das heißt, bei Santos würde ich tatsächlich sagen, das musst du jetzt irgendwie durchhalten bis Sommer. Und der ist nicht die Hauptfehlerquelle und der ist nicht dafür verantwortlich, dass die Abwehr davor so stabil ist. Und dann würde ich zum zweiten Punkt kommen. Lass mal ganz kurz genau da noch warten, weil ich finde es ganz kurz. Kann nachvollziehen, dass die Unzufriedenheit bezüglich Santos da ist, weil man kann dieses 1:1 als Fehler sehen. Ich finde es gut, dass du es nochmal klargestellt hast, dass der Fehler weiter vorne liegt, weil es ist das Ende der Fehlerkette und sieht schlecht aus. Ich gebe auch dir vollkommen recht, dass er mit dem Rauslaufen, auch seine Körperhaltung danach, das sieht immer so aus, wie als hätte ein Basketballspieler gerade einen Ball verloren. Es wirkt so, ach scheiße, jetzt habe ich wieder einen Ball verloren, jetzt ist er gegen. Es wirkt so schlaksig. Ja. Es ist so eine komplette Schlagsigkeit, aber wir müssen es so annehmen, wie es ist, weil du hast einen ganz wichtigen Punkt nochmal gemacht. Es gibt keine Alternative, die A-Prime-Lösung ist. Es gibt sie nicht. Das ist aber das Problem. Genau das ist es. Du hast ein Torwartproblem. Du hast einfach ein Torwartproblem bei Eintracht Frankfurt, weil du 2 Torhüter hast, die eigentlich nicht Eintracht Frankfurt-Niveau haben. Ich glaube, dass er eines erreichen kann, aber es ist eine schwierige Phase und dann musst du auch als Eintracht Frankfurt sagen, okay, ich stehe das jetzt durch. Ja, natürlich du hättest natürlich, klar. Aber das ist die Frage, die du dir stellst. Im Endeffekt, so länger wir diskutieren, umso mehr kommt es ja darauf an, was mache ich? Weil diese Dinge... Ja, du hättest aus Girona, hätte er nicht zu Girona gehen können, hätten wir das Ding holen können. Aber ja, aber das ist die Frage, die musst du jetzt entscheiden. Ich meine, man kann jetzt hier klug reden. So. Ja. Holt jetzt einen neuen Torwart im Wintertransfermarkt. Ich weiß nicht ganz genau, ob der dir den Laden jetzt komplett stabilisiert oder ob du bis Sommer halt eine Entscheidung triffst. Und ich finde, dass man diese Santos-Karte gespielt hat, die muss man jetzt bis zum Sommer zu Ende spielen. Wenn man dann feststellt, das reicht nicht. Und auch die Erfahrung, die er sich durch mehr Spiele holt, hat dann am Ende nicht gereicht. Dann musst du im Sommer, das habe ich vor 3 Wochen schon gesagt, musst du einen ganz neuen Torwart holen. Ja. So, das ist genau das Ding. Aber jetzt so zu tun, als wäre Santos das Hauptproblem, da würden sich die anderen es einfach viel zu einfach machen, weil Santos ist hier nicht hergekommen und hat sich unter Waffengewalt in dieses Tor gestellt. Der hat das nicht erpresst. So, sondern es gibt Leute, die haben den gesehen, die haben gesagt, ich kann mir das vorstellen. Und irgendjemand hat, ich glaube, Stefan, du warst es, hat diesen Vergleich zu Neuer gebracht, zu sagen, in der ersten Saison hat er sich auch die Bälle selber reingeworfen und wenn man das haben will, muss man das durchstehen. Und dann macht er es und dann ist es auch wieder nicht okay. Das heißt, bei Santos muss eine Entscheidung getroffen werden. Und wenn die Entscheidung ist, man geht mit ihm in die Rückrunde und es geht komplett baden, dann ist das die Erkenntnis aus dem Sommer. Und dann musst du dann dementsprechend eine Entscheidung treffen. Aber mir geht's ehrlich gesagt auch auf den Sack. Wir sind in dieser schwierigen Situation und die ist tiefer gelagert als Einzelspielerdiskussion. Genau. Und dann zu sagen, ja gut, mit Carlos Santos
fängt die Scheiße an, weiß ich nicht. Weil ganz ehrlich, Zetti, es tut mir bei allem Respekt, der ist auch nicht besser, wenn überhaupt. Nein. Und das ist überhaupt gar nicht. Und ich glaube, wir haben hier ein Niveau eines Spielers, der sein Leistungsmaximum schon erreicht hat, etc. Und einem, der potenziell darüber hinauskommen kann, aber in der schwierigen Phase ist und eine Defensive hat, die komplett die Verunsicherung verliert. Ja, aber die Verunsicherung verliert. Ja, aber nein. Die Sicherheit. Aber das ist der viel schlimmere Punkt, Stefan. Als du vorhin gesagt hast, wie dieses Tor gefallen ist. Ehrlich gesagt, in der Entstehung dieses Tores wusste ich schon, und das habe ich dann auch zu Lossi und zu allen Leuten gesagt, mit denen ich da war, das war's jetzt. Das habe ich vor dem Tor schon gesagt. Dieses Klack, Klack, das hatte ich nämlich vorher schon angedeutet. Ja. Du konntest der Mannschaft beim Sterben zusehen. Du konntest sehen, okay, es hat die letzten Wochen nie, du führst in Stuttgart, du führst zweimal in Bremen, du führst jetzt auch wieder gegen Hoffenheim. Ja. Wenn das dir keine Sicherheit irgendwann mal gibt, nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, nicht beim dritten Mal, schon wieder gibt's dir keine Sicherheit. Und du kannst auf der Tribüne sehen, was ich gemacht habe. Geld auf mein XY-Konto geladen und auf den Dreher gesetzt, weil es war klar, was da passiert. Ja. Du konntest es einfach sehen. Die Mannschaft konnte es, und da ist keiner auf dem Platz, der das auch sieht und dann eingreift. Ich wusste ziemlich schnell, dass die Eintracht dieses Spiel verlieren wird und du konntest der Eintracht nur dabei zuschauen, wie das passiert. War nach dem Unterschied, nach dem 1-1 spätestens dann was klar. Aber kannst du, Lisa, irgendwie klarziehen, wie das sein kann, dass die Eintracht immer wieder, wie Stefan das ja wunderbar gesagt hat, immer wieder komplett die Kontenance verliert, in sich zusammenfällt. Das kann selbst eine Führung, führt nicht dazu, irgendwie Sicherheit zu bekommen. Hast du das Gefühl, dass du das schon mal gesehen hast, vielleicht sogar? Ja, ich finde, das sieht man relativ oft, weil das Ding ist, dass es am Ende mittlerweile nur noch eine Kopfsache ist. Es ist einfach nur noch ein mentales Ding. Ja. Es ist dieses, es fällt das 1-1 und der erste Gedanke, der dir dann kommt auf dem Platz, jetzt geht die Scheiße wieder los. Genau, weil du hast dieses Mindset jetzt mittlerweile, du hast so viele Negativerlebnisse und so oft jetzt diese Kontrolllosigkeit und diese Kontrolle, die du verloren hast. Ich glaube, dass es dann im Kopf automatisch dieser Gedanke kommt, Scheiße, jetzt geht das wieder los. Also diese aber es ist auch eine Einstellungssache. Ehrlich, ist das auch eine Einstellungssache. Weil, ganz ehrlich, das kann mal passieren. Ich meine, wir haben alle genug Fußball geschaut. Man weiß, das verselbstständigt sich dann und dann erinnert dich an die Zeit unter Armin Fee, haben die irgendwann plötzlich Self-Fulfilling Prophecy-mäßig immer in der 85. Minute. Ja, klar. So über Wochen. Aber ganz ehrlich, es ist auch eine Einstellungssache, sich dagegen zu wehren. Und sich hinzusetzen und zu sagen, hey Leute, das hier ist Eintracht Frankfurt und ich habe eine Verpflichtung diesem Verein gegenüber. Und das zeigt auch nicht jeder Spieler. Weil ich kann mich nicht hinstellen, oh nein, jetzt fängt das schon wieder an. Ja, dann mach was, Bruder. Jetzt reg ich mich doch wieder auf. So, der Trainer fliegt raus wegen euch, so ein bisschen. Die Fans sind still wegen euch. Das ist auch gespenstisch in diesem Stadion. Dann werde ich doch ein bisschen dagegen. Aber so, wer? Du nicht so. Aber wer? Ja, keine Ahnung, alle. Das ist, ja, aber alle. Das Ding ist, so, da kann sich doch keiner hinstellen und sagen, ja, aber ich habe niemanden, der mir den Weg zeigt. Ja, Bruder, ihr seid alles Bundesligaspieler. Ja. So ein bisschen muss man auch aus dieser Opferrolle als Spieler rauskommen und sagen, oh nein, jetzt geht mir das. Jo, Bruder, spiel doch, du spielst bei Eintracht Frankfurt, da sind Leute, die unterstützen dich bis zum Letzten. Ja. Und wenn du das nicht machst, dann muss in irgendeiner Art und Weise mal was passieren und man muss ein bisschen an dieses Ehrgefühl dieser Spieler auch gehen. Zu sagen, Leute, es ist in Ordnung, es ist eine schwierige Situation, ihr kriegt alle unsere Unterstützung, aber ein bisschen müsst ihr euch auch dagegen wehren, weil es ist trotzdem auch keine unglaublich unlösbare Situation. Wäre es vielleicht nicht sogar sinnvoll, wirklich nochmal darüber nachzudenken, dass ich vielleicht gerade nicht die zwingend besten Spieler, sondern die, bei denen ich sicher sein kann, dass sie ein klares Mindset haben, dass ich die vielleicht reinbringe. Ist das vielleicht nochmal etwas, Stefan, was irgendwie dazu führen könnte, zu sagen, hey, wir wissen, mit der Feinklinge geht's gerade nicht, aber wir müssen gerade zu einer Stabilität zurückfinden und ich baue dann auf die Spieler, von denen ich vielleicht nicht ganz so viele habe, aber ein paar, auf die ich bauen kann, von denen ich weiß, stimmt zumindest die Leistung und aber auch die Bereitschaft, komplett zu kämpfen. Könnte das helfen? Oder ist das nur Fußballglaube? Das ist alles nur Fußballglaube. Naja, also was jetzt bei dem Trainerwechsel auf den Interimstrainer mich so ein bisschen irritiert hat, ist, dass da relativ wenig geändert wurde, ne? Weil ich schon das Gefühl hatte, okay, das ist eine Mannschaft, die festgefahren ist, eben in diesem Negativ-Flow, in dem sie drin ist und Mühe hat, da irgendwie alleine rauszukommen. Und da hätte es eventuell Sinn gemacht, 1, 2, 3 Änderungen mal irgendwie vorzunehmen. Zum Beispiel den Amamuni Eschkuyab, der sich ja sehr gut in mir eingefügt hat, zum Beispiel. Ne? Der kommt hier ran, der ist seit 2 Wochen erst da, der ist unverbraucht, der macht 2 gute erste Einsätze. Dann bring ihn. Dann bringt er vielleicht irgendwie was Unbekümmertes oder so. Guck, das ist schwierig zu sagen. Ne? Guck, welche Spieler aus der zweiten Reihe, die vielleicht irgendwie ein bisschen unverbraucht sind, die vielleicht auch gar nicht in diesem Strudel so krass mit drin sind, weil sie so viele Einsätze nicht hatten. Wer könnte da vielleicht sich irgendwie anbieten für einen Einsatz in der Startelf? Wer bringt vielleicht Attribute mit, die du in so einer Situation eher brauchst, als die Spieler mitbringen, die jetzt irgendwie die ganze Zeit erste Elf spielen? Ja. So, ne? Also ein bisschen mehr Rotation hätte ich mir gewünscht. Jetzt war ja Theater draußen.
Fand ich nachvollziehbar, das zu machen. Hat natürlich mit Amanda ein bisschen Pech gehabt, ne? Fälscht zum 1:3. Ja, gut, das kann passieren. Hat aber auch, ja, also es ist halt eine... Hat aber, glaube ich, so vom 1:0 den Zweikampf gewonnen. Ja. Ne? Also er Ja. hat gut nach vorne verteidigt. Ja. War jetzt keine Katastrophe so, ne? Ja. Genau, also ich hätte mir ein bisschen mehr Rotation hätte ich erwartet, ehrlicherweise. Ich habe so das Gefühl jetzt gehabt, bis auf diese Theatnummer, eigentlich läuft's genau, plätschert's genauso weiter, wie es halt vorher war. Und dann muss man sich ja irgendwie auch nicht wundern, wenn sich nicht allzu viel ändert. Und das ist jetzt die Situation. Ich verstehe, dass einige Leute sehr irritiert sind. Und ich merke auch, dass bei einigen Leuten, die älter sind, liebe Leute, ich glaube, es gibt hier viele Leute, die zuschauen und die Eintracht nur als Erfolgsverein kennen. Das ist absurd, aber wenn ich bei TikTok gucke, dann sehe ich schon lauter 15-Jährige, die immer denken, die Eintracht ist ein Verein, der ständig international spielt, hohe Verkäufe tätigt, auch hohe Käufe tätigt. Liebe Leute, das war nicht immer so. War nicht immer so, Es gibt Leute. ein paar Ältere, die zu Recht waren. Und ja, jetzt mache ich diesen Vergleich auf. Ich will einfach nur, dass ihr das mal mitbekommt. Zur Saison 2010, 2011. 19. Spieltag, die Eintracht hat 26 Punkte gehabt, aktuell haben wir 27 Punkte. Die Eintracht nach einer sehr guten Hinrunde, wo Gekas alles weggeschossen hat, was nicht bei 3 auf dem Board. Gekas, ey. Ja, ist Silent Killer, ist Alter. dann dazu gekommen, dass die Eintracht nach erst, wie gesagt, 26 Punkte, dann hatten wir insgesamt 34 Punkte, sang- und klanglos abgestiegen ist. Wir hatten eine Situation, die anders ist als heute, denn wir hatten jetzt zuletzt einen Trainer, der, glaube ich, sehr bemüht war. Bei Skippe könnte ich selbiges vielleicht nicht sagen. So, dann kam Dino Toppen, dann kam Christoph Daum. Wir sind zwar über heiße Kohlen gegangen, sind trotzdem abgestiegen. Trotzdem, die Szenen sind gar nicht so komplett unterschiedlich, weil man kam von einem hoch und hat eigentlich gedacht, es wird schon gut gehen. Ja, es war tatsächlich auch so, gleich. Ja, es war tatsächlich auch so, dass es eine Torhüter-Situation gab, weil erst war Nikolov drin, Nikolov war da nicht mehr souverän. Dann kam Fährmann rein, von dem man sich viel erhofft hat, aber es hat auch dazu nicht zu der Sicherheit geführt, sondern zu einer weiteren Verunsicherung. Die Zeichen sind heute vielleicht ein wenig anders. Es ist trotzdem wichtig, auch zu warnen und sich vielleicht kleinere Ziele zu setzen. Und ein kleineres Ziel, liebe Leute, könnte jetzt einfach mal sein, wieder zu einer Kontinuität zurückzufinden, eine Kompaktheit und gleichzeitig erstmal als minimal internes Ziel auszugeben, erstmal die 40 Punkte klar machen und dann sehen wir nicht weiter. 40 Punkte klar. Ja, es klingt absurd, aber Stefan, du hast schon einen Take dazu. Ja, also die Situationen sind grundverschieden, das muss ich schon sagen. Da die Liga Ich bin auf damals deine Äußerung jetzt hier gespannt. Die Liga damals eine ganz andere. Du hast dieses Jahr quasi, gibt's keinerlei Chance, da noch irgendwie in Abstiegsnot zu geraten, wenn du irgendwie jenseits der 25 Punkte bist. Weil Liebe du Leute, hast wie schreibt euch die Minute auf. berühmte letzte Worte. Wie Heidenheim und St. Pauli und so, da ist schon, ey, die haben wie viel, 12 Ja. Punkte oder so, also da 13. muss 13, ne, da muss es schon mit dem Teufel zugehen. Du hast eine ganz andere Truppe. Das dürfen wir nicht vergessen, damals so eine Michael Skibbe-Truppe, da hattest du irgendwie 2 Spieler, auf die es ankam und der Rest ist so mitgelaufen. Du hast einen Kader, den ich immer noch eigentlich für den 4., 5. Besten der Liga halte. Du musst halt jetzt gucken, dass du das mit einem Trainerwechsel, der passt zur Mannschaft und zur Situation, dass du die Truppe eben wieder ins Laufen bekommst, indem du ganz klare Abläufe implementierst, erstmal einen Fokus legst auf eine gewisse Stabilität und so weiter und so fort. Du wirst mit dieser Mannschaft wieder die Spiele gewinnen. So, es geht jetzt darum, diesen Turnaround zu schaffen. Diese Abwärtsspirale wird mit dem neuen Trainer jetzt, da bin ich relativ zuversichtlich, das wird auch aufhören und schon gar nicht wirst du irgendwie, wenn das der Worst Case für mich, die Saison, wenn es wirklich jetzt richtig, richtig scheiße läuft, ist 10. Platz oder so. Okay. Und das wäre eine Katastrophe. Okay, Das will ich Lisa, gar nicht warum ist der kleinreden. Vergleich, den ich gemacht habe, Quatsch? Kannst du mir noch mehr Hoffnung geben? Ich bin schon auch bei Stefan, dass ich sage, die Liga ist unten zu schlecht, als dass Eintracht Frankfurt noch in Abstiegsnot kommt, weil die Qualität auch verglichen zu 2010, 2011 einfach eine andere ist in der Liga. Du hast halt einfach diese extreme Zweiteilung irgendwie auch der Fußball-Bundesliga und da sind auch noch Mannschaften wie Bremen und Gladbach, die eher in den Abstiegskampf Tut mir leid, rutschen. aber es stimmt. Aber es ist so, als Frankfurt. auch, ja. Aber also was ich tatsächlich gefährlich sehe, und ich bin selbst irgendwie drauf reingefallen, dass ich immer wieder gesagt habe, die Eintracht hat zu viel Qualität, als dass sie das nicht hinbekommt. Aber wenn man sich immer nur auf diese Qualität beruht, ist das saugefährlich. Immer nur zu sagen, ja, die haben viel zu viel Qualität, ja, aber es geht jetzt verdammt noch mal nur noch um die Basics und einfach mal das Einfache abzurufen. Und selbst das fällt ja teilweise schwer. Und da braucht's, glaube ich, auch, und jetzt bin ich auch wieder Richtung Trainerwahl, auch da braucht's jetzt, glaube ich, jemanden, der auch
ich will jetzt nicht sagen Feuerwehrmann ist, aber schon auch in diese Richtung erstmal agieren kann. Erstmal geht es jetzt darum, diese Abwärtsspirale zu durchbrechen, auch dieses mentale Ding jetzt mal wieder auf die Kette zu bekommen. Also jemand, der sich schon auch mit Trends, Erlebnissen, Abstiegskampf ein Stück weit auskennt, weil da muss man jetzt erstmal ansetzen. Verstehe ich vollkommen, das ist ein wichtiger Punkt. Wir werden auch gleich noch über die Trainersuche ein bisschen sprechen müssen. Liebe Leute, wir haben jetzt erst die 6-7 abgeholt, jetzt will ich von euch in den Kommentaren wissen, wer war 2010, 2011 schon dabei? Wer hat schon die Irrungen und Wirrungen des Michael Skippe gesehen? Vielleicht wird der jetzt auch zurückgeholt, der war jetzt letztens auch in Japan. Also wer weiß, oder ist noch in Japan, ja? Kommt das jetzt plötzlich wieder? Rest in Peace Christoph Daum an dieser Stelle. Also wenn ihr euch noch erinnern könnt, schreibt ihr in die Kommentare. Basti, wir haben jetzt schon einigermaßen offenbar klargestellt, dass die Angst, die ich mit mir trage mit 2010, 2011, wahrscheinlich nicht so realistisch ist. Siehst du denn eine Gefahr, dass es aber dann vielleicht sogar in eine Richtung laufen kann, wie wir es jetzt bei Gladbach beispielsweise gesehen haben, die an der Champions League gerochen haben, in der Champions League waren und danach, gerade beim zweiten Mal, nachdem sie in der Champions League waren in der letzten Zeit, es nicht mehr geschafft haben, über Platz 8 hinauszugehen. Ist das eine Gefahr, die du als realistischer einstufst? Ja, also diese Abstiegskampfdiskussion, und als du jetzt gesagt hast, die anderen mussten einen Feuerwehrmann holen, boah, Alter, da ist mir schwindelig geworden. Naja, nicht nur. Also jemand zumindest, der auch damit erstmal klarkommen kann. Nee, aber ich verstehe den Gedanken, den du hast, weil das ist ja auch, muss man noch mal ganz kurz trotzdem aufgreifen, was in diesem Spiel passiert ist. So diese Atmosphäre in diesem Spiel, dass die Fans komplett still waren. Die haben nicht mal gepfiffen mehr richtig. Und es war einfach komplett still, weil du das Gefühl hattest, genau das, da ist nicht jeder, der für diese Mannschaft alles gibt. Und natürlich brauchst du genau dafür so einen Trainer kurzfristig. Aber die Eintracht muss auch aufpassen, dass die sich nicht komplett in so eine Opfermentalität reinbegibt, zu sagen, und dann so tut, als wäre es jetzt ein Erfolg, den Klasse zu halten. So, wisst ihr, was ich meine? Ja, du brauchst ja jetzt nicht so zu tun, zu sagen, jetzt kommt irgendwie ein Trainer, und den salben wir dann, weil wir ihm danken, dass er die Eintracht in der Klasse gehalten hat. Ja. So, man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Du musst jetzt Ruhe bewahren. Du musst Ruhe bewahren, diese Fehler analysieren, und die sind groß, die Fehler. Du hast scheinbar eine Mannschaft, in der stimmt's nicht. Der Kader ist nicht austariert, du hast auch Sachen, die kannst du nicht beeinflussen, Verletzungen und so Kram. Du hast eine Stimmung auch intern vom Verein. Ich bin gespannt auf die Mitgliederversammlung, die aktuell läuft. Da werden auch Dinge passieren. Also du musst momentan aufpassen, dass die Unruhe nicht, dass sie nicht zu groß wird. Und du darfst aber auch die Situation, die schlimm ist, nicht dramatisieren, sondern du musst die richtige Entscheidung jetzt treffen. Und nochmal, es braucht nicht viel. Da ist trotzdem eine gute Truppe. Wenn irgendwann Burkhardt wieder da ist, dann träume ich trotzdem von einer offensiven Dreierreihe mit Dorn, Usun, Kalumuendo und Burkhardt vorne. Und das sollte reichen, um die Klasse zu halten. Ja, aber weißt du, das ist auch wieder so ein Ding. Offensiv sieht das doch richtig geil aus. Und die Transfers haben ja auch ein bisschen dabei hinten. Ja, die müssen. Ja, aber das ist eine Einstellungssache. Das ist eine Einstellungssache, und das ist dieses von wegen, nicht direkt in Panik ausbrechen, wenn wieder mal ein Tor passiert. Ja, und auch klare Abläufe einfach, ey. Du musst so auf dem Platz, die müssen wissen, was sie jetzt auch wirklich. Was sie macht. Das ist kein Hexenwerk. Das Hauptspiel ist, du spielst nicht jede Woche gegen Hoffenheim, sondern du spielst in Bremen. So, und da ist es eine Einstellungssache und eine Zuversichtssache. Einfach Einstellung, aber auch, das kann man sich wiederholen. Aber du musst es halt auch machen. Wie sind die Abstände und so, das ist das 1x1 der Trainerarbeit, das kriegst du hin. Oh, das musst du aber auch machen. Ja, aber das kriegt nicht, aber das mal, ich bin ja auch kein Feuerwehrmann, Leute, ne? Jetzt nicht mehr irgendwelche Wörter in den Mund legen. Nein, wollte ich auch gar nicht angreifen. Ich meine nur damit, es bringt jetzt nichts, einen Dino Topmöller 2.0 zu holen, der halt nicht diese Erfahrung in der Bundesliga hat. Es braucht jetzt eigentlich einen Trainer, der Bundesliga erfahren ist. Das meine ich damit. Nicht jemand, der fremd ist, der noch nie in der Bundesliga trainiert hat. Nicht irgendwie so ein Dino Topmöller 2.0, der seine ersten Schritte in der Bundesliga macht. Es braucht jemand, der eine Mannschaft entwickeln kann, der eine Perspektive auch bietet, der schon irgendwie auch für was Klares steht, aber der trotzdem auch eine Erfahrung hat, mit so einer Situation jetzt umzugehen. Zurück zu den Basics, zurück auch ganz klare Abläufe, nicht zu kompliziert, ganz easy peasy und hinten wieder ein bisschen Laden dicht machen. Eins am anderen jetzt. Ja. Die ganze Zeit zwischen. Es ist jetzt auch einfach ein bisschen ruhig. Also, die Situation, ist einfach, also, es gibt eine Situation, da ist eine Kamera, wir haben 4 Mikros, das ist ein bisschen schwierig. Also, eins nach dem anderen. So, also, Stefan, du wolltest was erzählen. Ich sag gar nichts mehr. Doch, erzähl bitte. Nee, ich sag jetzt, bei der Trainerwahl wird's schwierig, ne, weil natürlich musst du die langfristige Perspektive der Eintracht irgendwie im Blick behalten, und da ist ja relativ klar, dass du einen Trainer brauchst, der eben diesem Muster auch folgt, ne, dass du internationale Ambitionen hast, dass du Spieler entwickeln musst, dass du attraktiv spielen willst, aggressiv, ne, den Eintracht Frankfurt Fußball und so weiter und so fort.
aktuellen Situation bräuchtest du aber trotzdem natürlich jemanden, idealerweise, der ein bisschen die Liga kennt, der so eine Situation, wie Lisa gerade richtig sagte, schon auch mal vielleicht eventuell schon mal durch hat, ne? Der genau weiß, wie man so eine Situation ein bisschen beschwichtigt, wie man der vielleicht einen Fokus auch hat auf defensive Stabilität und so weiter. Prinzipiell bräuchst du jetzt 2 Trainer. Einen akut und dann einen für die langfristige Lösung. Ja, und den zu finden wird schwierig. Und deswegen, ich bin extrem gespannt, wen sie holen, weil die üblichen Verdächtigen, die könnten alle schon da sein. Ja. Deswegen glaube ich nicht, dass es ein Marco Rose wird oder wer auch immer, der noch in der Verlosung war. Sondern ich glaube, die basteln da irgendeine Lösung, die uns alle überraschen wird. Das sind ja 2 jetzt in der Verlosung aus Dänemark und Norwegen, glaube ich. Und das sind halt Trainer, wo ich denken würde, okay, das ist vielleicht eine geile Idee, weil die haben gut gearbeitet, aber eventuell nicht jetzt in dieser akuten Situation, sondern eher, wenn sie halt eine Sommervorbereitung haben, um ihre Idee irgendwie umzusetzen und irgendwie erstmal anzukommen in den Vereinen und in der Liga. Also ich bin extrem gespannt, was da passiert ist. Stefan, sprichst super Punkte an. Also du hast unter anderem den Kollegen, das kann man loben, ja. Sogar Brot und Peitsche. Und das ist natürlich so, du hast eben Nestrup angesprochen aus Kopenhagen, der natürlich ein sehr erfolgreicher Trainer ist, auch mit seinem Alter schon, aber es hat genau das nicht, was Lisa vollkommen zu Recht angesprochen hat, und zwar dieses Gefühl in der Bundesliga, beziehungsweise er kennt die Bundesliga einfach noch nicht so innen auswendig, und das birgt ein gewisses Risiko, und das ist genau das. Und dann stelle ich euch nämlich wirklich die Frage, wen gibt's denn aus der Bundesliga aktuell, oder gibt's denn vielleicht Optionen, die vielleicht, bei denen wir uns am Anfang gedacht haben, das wäre gar nicht so sinnvoll, und jetzt sagen wir vielleicht, das wäre ganz gut. Für mich ist es tatsächlich, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr würde ich die Blessin-Nummer gar nicht verkehrt finden. Weil Blessin ist jemand, der die Eintracht ausgecoacht hat schon mehrfach. Aber der der hat eine Verbindung zu uns beiden, zu uns dreien. Der war auch schon in Ostende. Der war damals Trainer in Ostende. Ja, genau. KVO auf jeden Fall. Und es ist natürlich ein Trainer, der natürlich zwangsläufig, dadurch, dass er jetzt bei St. Pauli ist, die Bundesliga kennt, und er weiß, wie sogar mit begrenztem Spielermaterial umzugehen, wie das jetzt ist mit den Spielern, die eigentlich, wir sagen es alle, die viel Qualität haben, aber er ist auch jemand, der Ordnung reinbekommt. Basti, könntest du dir das vorstellen, oder ist es für dich eine Lösung, bei der du nicht zuträglich bist? Liebe Leute, schreibt übrigens mal in die Kommentare, wenn ihr jetzt gerade bei der Mitgliederhauptversammlung seid und jetzt illegalerweise Fußball 2000 gerade guckt. Basti, was ist dein Take dazu? Mein Take dazu ist, ich würde dir trotzdem weiterhin widersprechen, was diesen Trainer betrifft. Weil ich verstehe das, aber für mich würde es die Situation auch überdramatisieren. Zu sagen, ich hole jetzt jemanden, der kurzfristig helfen kann, ja, aber dann habe ich den auch erstmal an der Backe. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele Vereine gemacht haben. Ich hätte Blessin aber nicht als Kurzfristlösung. Ich auch nicht. Ja, aber das ist auch kein Feuerwehrmann. Also wo hat Blessin Ich verstehe gar nicht, warum der ernsthaft gerüchtet wird. Der steht unter Vertrag. Aber er hat jetzt mit Pauli genau die Situation gewogen. Guck mal, jetzt mal ganz kurz. Die haben bevor wir das wieder machen. Wir wollten über Rose diskutieren. Und Digga, wir wissen es doch nicht. So, wir können jetzt über 1000 Trainer diskutieren. Es geht jetzt erst um die grundsätzliche Frage. Was holt die Eintracht? Und ich befürchte, dass die Situation so sein kann, dass genau das, was du sagst, man braucht jemanden, der Erfahrung hat, der bringt bis Digga, das bringt dich vielleicht 3 Monate weiter, so ein bisschen so eine Cortisolcreme und so, dann bist du irgendwann ein bisschen im Sommer nicht schlauer. Ganz ehrlich, die Eintracht darf eben das nicht machen. Die Eintracht darf jetzt nicht in Panik verfallen, weil dann triffst du nämlich eine Entscheidung, und dann landen wir nämlich bei Gladbach, was du ursprünglich sagen wolltest. Dann landen wir nämlich bei Gladbach. Dann triffst du viele kurzfristige Entscheidungen, die dich langfristig nicht weiterbringen, weil du in so einem Panikmodus bist. Und ich finde ehrlich gesagt gut, dass die Eintracht das nicht macht. Dass die Eintracht nicht sagt, boah, ich brauche nächste Woche einen neuen Trainer. Nee, ich hole jetzt einen, der passt. Und wenn der ein bisschen dauert, dann ist es so. Und dann bin ich froh, wenn die Eintracht ihn holt, weil all diese Eigenschaften, die jetzt ein Bundesliga-erfahrener Trainer mitbringen würde, die kriegt ein anderer schon hin. Du kriegst schon hin, diese Mannschaft so zu stabilisieren. Du musst es halt jetzt mal machen. Und da ist auch nicht nur der neue Trainer gefragt, sondern da ist auch Markus Krosche gefragt. Der Bruder hat ja diesen Kader gebaut. Der Bruder wird sich bei diesem Kader was gedacht haben. Und dann muss jetzt auch in irgendeiner Art und Weise mit allen 1000 die Eintracht hat mittlerweile 8 Millionen Mitarbeiter. Dieser ganze Verein Eintracht Frankfurt muss jetzt in irgendeiner Art und Weise sich mal wieder sammeln und eben nicht jetzt in Panik verfallen, weil ansonsten wird es nämlich wirklich ungemütlich. Aber es ist noch nicht so ungemütlich, wie getan wird. Sondern du kannst jetzt immer noch eingreifen. Wenn du jetzt die richtige Trainerentscheidung triffst, selbst wenn das 3 Wochen dauert, und das ist dann gut, weil lieber was richtig machen, anstatt kurzfristig. Wenn der Trainer kommt, der muss auch von mir aus, muss der auch keine Bundesliga-Erfahrung haben, der muss aber zu dem Plan passen. Der Plan muss sein, den über 3-4 Jahre zu behalten. Und der wird schon die richtigen Mittel finden für diese Situation und wird das im Sommer beruhigen, weil dann müssen wir im Sommer die große Abrechnung machen und sagen, okay, der Kader muss ausgemistet werden, es muss in irgendeiner Art und Weise eine Philosophieentscheidung getroffen werden. Und ja, Blessin finde ich einen spannenden Trainer, der hat eine Spielphilosophie. Aber es muss jetzt erstmal diese Grundsatzentscheidung getroffen werden, was passiert mit der Eintracht und welchen Trainer holen wir.
Und da bin ich froh, dass die Eintracht das in Ruhe macht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Plessin, das will ich nochmal klarstellen, keine Lösung, bei der ich sage, das ist ein Feuerwehrmann. Das geht gar nicht. Ich finde, das wäre eine strategische Entscheidung. Es wäre auch eine Entscheidung, wie du den Kader zusammenbekommst, weil er hat, wie gesagt, in den letzten Mal überall in allen Stationen hat er Erfolge fortweisen. Ja. Und das ist für mich ein interessanter Trainer. Deswegen würde ich die Lösung spannend finden und er kennt die Bundesliga. Was du sagst, ich kann es nachvollziehen, dass die Eintracht wartet auch ehrlich gesagt schon relativ lang. Und ich finde, es ist auch völlig legitim, die kritische Nachfrage zu stellen, warum, wenn im Dezember schon klar war, dass Dino nicht mehr ganz so fest im Sattel sitzt, dass es jetzt noch keine Lösung gibt. Ich kann nachvollziehen, dass du sagst, ja, es ist gut, lange zu warten. Trotzdem beraubst du dir einiger Möglichkeiten. Ihr habt letzte Woche mich... welche Möglichkeiten sind das? Kann ich sagen, ich führe es gerade aus. Und zwar... Ja, wie reden wir denn hier miteinander? Also, wir uns auch streiten. So. Ich stelle dir eine ganz normale Frage. Nein, ich sag dir, letzte Woche habe ich gesagt, du hast die Möglichkeiten, die sind schon runtergegangen dadurch, dass du gar nicht mehr so viele Möglichkeiten hast, dich für die Europa League zu qualifizieren. Das ist schon weniger geworden. Dadurch, dass du gegen Hoffenheim verloren hast, ist es noch ein bisschen weniger geworden. Die Möglichkeit... Kurze Nachfrage. Der neue Trainer, den du holst, der garantiert dir auch nicht gegen formstarkes Hoffenheim zu gewinnen. Also das ist, soll ich jetzt wegen 2 Spielen überstürzte Entscheidung treffen? Ich finde, das, was du gerade ausführst, kann man gar nicht bewerten. Weil wie soll ich es bewerten? Wenn die Eintracht jetzt sagt, ich warte 3 Wochen und du sagst, das verstehst du nicht. Das kannst du erst beantworten, wenn du weißt, was die Lösung ist. Digga, wenn die in 3 Wochen Rose holen, dann bin ich sofort bei dir. Ja. So, dann denke ich mir so, was ist los mit euch? So. Aber wenn die in 3 Wochen einen Trainer holen, der vielleicht noch ein Champions-League-Spiel machen muss und danach erst wechselt, weil seine Liga aufhört, dann muss ich sagen, okay, verstehe ich. Völlig, aber objektiv ist es tatsächlich trotzdem so, dass du später den Trainer holst, deswegen hat er weniger Möglichkeit, jetzt noch im Transfermarkt einzugreifen. Ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Weil hättest du ihn früher geholt, hätte er vielleicht noch Position hättest du noch anpassen können. Das muss die Eintracht sowieso machen. Also diese Kader stellen sollte, also ganz ehrlich, und das ist ja auch das Ding, so zu tun, als wenn der Trainer, der jetzt kommt, derjenige ist, der alles hier regelt. Weißt du, der hat mit dieser Entwicklung, die stattfindet, der neue Trainer, der jetzt kommt, der hat mit all diesen Entwicklungen am allerwenigsten zu tun. So, der kommt hierher und findet Sachen vor, die vorher aufgebaut wurden. Dino Topmöller hat diese Mannschaft so gebastelt, die Spielweise, Krösche hat vorgegeben, wie wir arbeiten, kaufen, verkaufen. Das heißt, im Endeffekt, die Leute, die jetzt gerade da sind, die können einen Großteil der wichtigen Entscheidungen jetzt auch treffen, obwohl der Trainer noch nicht da ist. So, das ist Krösches Aufgabe und dabei bleibe ich, und das ist auch wirklich ein Drama, einen Sechser zu holen und sich hinzustellen, nein, wir brauchen keinen, ist schwachsinnig. So, und da kann er noch so beleidigt sein aufgrund der Nachfragen, keinen Sechser jetzt zu holen, ist Schwachsinn, weil das eine der größten Schwachstellen ist, die hier da ist. Ja. Du musst jetzt in diesem Transferfenster einen Sechser und wahrscheinlich sogar noch einen Innenverteidiger, wenn du jetzt schon anfängst, Thiat abzusägen, hast den vielleicht als faules Ei identifiziert, keine Ahnung, was da passiert ist. Dann brauchst du auch noch einen Innenverteidiger. Wenn du quasi jetzt Theater absägst. Ich weiß es ja alles nicht. Ja. Aber ich muss es auch nicht wissen. Ja. Ich muss nur sagen, hey, den Kader, den kannst du dir jetzt basteln bis zum Redline Day. Müssen safe noch 2, 3 Sachen passieren. Abgangsseite vielleicht oder Zugangsseite. Und dann musst du gucken. Und diese Bewertung von dem Trainer, die nehme ich erst vor, wenn ich weiß, wer das ist. Und wenn ich weiß, warum das so lange gedauert hat. Und dann kann man immer noch drüber meckern oder sich freuen. Ja. Ich finde das aber genau richtig, was du sagst, Basti. Oder das finde ich, das erkennt man gerade, dass sie eben nicht in diesem krassen Panikmodus sind, weil Krösche sich ja auch offensichtlich Zeit lässt. Ja. Was bei mir wiederum aber auch den Gedanken zulässt, dass das, was geschrieben worden ist und gesagt worden ist, dass Topmöller im Dezember schon zur Debatte steht, dann offenbar ja nicht so war. Weil sonst hätte, wenn er im Dezember zur Debatte gestoßen hätte Krösche doch sicherlich schon einen Plan gehabt. Ich finde, man erkennt anhand dieser Situation, dass es vielleicht nicht so intern so krass war, wie wir das jetzt vielleicht an dieser Stelle wahrgenommen haben, weil sonst hätte er ja vielleicht schon einen Plan B gehabt. Ich finde es auch wirkt spannend. Jetzt danach schon, dass er jetzt ich will nicht sagen planlos ist, aber dass er sich zumindest jetzt Zeit lässt und nicht in diesem Panikmodus verfallen wird. Stefan, wie siehst du das? Bist du eher Team Basti und sagst, wir machen ein bisschen ruhig, das wird schon laufen. Ich glaube, da gibt es schon einen längerfristigen Plan. Es ist auch sinnvoll, im Endeffekt dann erst zu bewerten. Oder trägt es in dir auch so eine gewisse Irritation, dass das halt jetzt noch nicht final ist? Also ich bin schon irritiert mit, weil ich dachte auch, okay, und das war ja was du um den Verein herum gehört hast, so im Dezember, dass Topmöller auf der Kippe steht und so. Und da dachte ich, okay, spätestens da sind die quasi schon in Gesprächen. Ja. So einfach auch mal abzuklopfen, okay, wer könnte es denn sein und hat derjenige Zeit und was auch immer so. Und dann stehst du jetzt letzten Endes für 2 der wichtigsten Spiele des Jahres, nämlich Akdam, Karabakh, wo du noch die Möglichkeit gehabt hättest, dir ein Heimspiel, ein Finale gegen Tottenham um die Playoffs
zu erspielen und halt gegen Hoffenheim, gegen direkten Konkurrenten um die Europacup-Plätze, standst du jetzt halt dann quasi da ohne Dino Topmöller, aber eben auch noch nicht mit der neuen Lösung, sondern eben mit Dennis Schmidt aus der Hessenliga, jetzt no front, aber das war nicht optimal. So. Ich würde insgesamt sagen, dass Basti nicht Unrecht hat, weil natürlich musst du gucken, wen du da holst, und das ist besser als jetzt ein Schnellschuss. Ja, definitiv. So, und dann stehst du da mit... Ich glaube, da sind wir uns aber auch alle einig. Ich glaube, Gold und Feuerwehrmann, das war trotzdem, je nachdem, was die Umstände sind, wenn je länger ich drüber nachdenke, desto eher gehe ich tatsächlich davon aus, dass das einer der Skandinavier ist, weil die eben jetzt noch diese Verpflichtungen haben, bevor die dann wechseln könnten. Ja. So. Aber ja, also ein smootherer Übergang auf den neuen Trainer, der idealerweise eine langfristige Lösung ist, der aber auch schon eventuell einen Impact hat auf diese 2 extrem wichtigen Spiele, die du beide vergeigt hast, wäre der Königsweg gewesen. Ist es denn, andere Perspektive, ist es denn jetzt vielleicht sogar so, dass man ihm genau diesen Druck nicht aufbürden wollte, dass man gesagt hat, hey, wie Basti ja auch angedeutet hat, es ist ja auch so gegen Hoffenheim, formstarkes Team, was soll der Kollege dann machen? Und dann hat er gleich 1 bis 2 Niederlagen und kann nämlich nicht, also jetzt auch gegen Leverkusen, weil ich hatte jetzt zuletzt gehört, dass sogar gerüchtet wurde, dass vielleicht im Februar erst die Lösung da ist. Also ich sag mal so, gegen Akdam, das wäre das erste Spiel gewesen. Ja, gut, das ist ein guter Da hätte man sich schon durchaus auch Schwung holen können, so als Trainer. Ne? Das ist ja jetzt keine Übermannschaft irgendwie. Und so zu denken, von wegen, nee, dann geben wir denen noch eine Schonfrist und dann checken wir das Hoffenheim-Spiel ab oder so. Du hast nichts abzuchecken in dieser Liga und auch in der Champions League natürlich auch nicht so. Du musst gucken, dass du, wenn du da oben irgendwie bleiben willst, dann musst du alle Spiele gewinnen oder so viele wie möglich, so quasi, ne? Da kannst du nicht sagen, nee, wir warten jetzt noch und lass uns noch von Hoffenheim abschießen und dann hat der neue Trainer einen smootheren Start. Das geht nicht. Das geht nicht. Und wenn du einen holst, dann musst du auch denen zutrauen können, dass der ein Heimspiel gegen Hoffenheim gewinnt. So. Okay. Ja, aber das solltest du dir auch selber zutrauen. Das verstehe ich halt nicht. Ja. Wir reden die ganze Zeit so, als wäre es unmöglich, ohne diesen neuen Heilsbringer Dinge zu regeln. Sowohl auf dem Transfermarkt als auch gegen Hoffenheim zu gewinnen. Du kannst auch mit Dennis Schmidt gegen Hoffenheim gewinnen als Spieler. Du kannst auch als Spieler sagen, ey, ist das wirklich alles so schlimm? Und wenn ich jetzt ein Tor kassiere, muss ich wirklich da komplett in mir zusammenbrechen? Ja. Nein, du kannst auch ohne Trainer dieses Spiel mal gewinnen, zu sagen, weil es wichtig für die Eintracht ist. Und gleichzeitig weiß ich nicht. Nochmal, all das, was ich jetzt gesagt habe, von wegen, Basti beschwichtigt, bla bla, das weiß ich auch nicht, Bruder. Nochmal, wenn die jetzt einen Trainer holen, der im Dezember schon verfügbar war, dann bin ich sofort bei euch und sage, die sind noch alle. Weil die Sache ist doch auch diese Bewertung ist jetzt noch unmöglich, weil wir wissen nicht, wer kommt. So, aber diese Bewertung kann auch ausfallen, dass man sagt, ey, die hätten den nach dem HSV-Spiel entlassen müssen. So, dann hat er noch zumindest eine kleine Mini-Vorbereitung. Jetzt ist ja die Kommunikation, ja, wir haben nicht mal 1-2 Trainingstage hintereinander, weil wir ständig spielen. Ja. So, und das ist ja genau dieses Ding. Ich habe keine Ahnung. Es wirkt alles ein bisschen chaotisch, aber gleichzeitig kann ich jetzt auch noch nicht komplett irgendwie alles in Grund und Boden reden, weil ich nicht weiß, wer jetzt kommt. Ja. So, aber du hast natürlich einen Punkt, Digga. Diese Spiele jetzt und das Leverkusen-Spiel auch. Wenn die Nachholspiele noch sind, du wirst Europa dann verzockt haben. Aber das hat dann nicht irgendwie nur mit der Trainerposition zu tun, sondern mit dem Gesamtkonstrukt Eintracht Frankfurt, was tatsächlich nicht so stabil ist, wie Krösche sich das wünscht. Und ich finde, man muss viel öfter über ihn sprechen auch. Ja. Zu sagen, weil er hat diese Trainerentscheidung nicht getroffen nach HSV. Er hat sie dann doch getroffen, nachgelagert. War scheinbar aber dann doch nicht so vorbereitet, dass direkt jemand kommt. Hat gedacht, man kann das überbrücken mit Dennis Schmidt und bla bla. Das hat er alles gedacht. Hätte auch gut gehen können. Es hätte auch in allen Konjunktiven anders ausgehen können. Trotzdem geht's jetzt darum, dass die Leute auf dieser Ebene, ich rede über Hellmann, Krösche und so, die müssen jetzt dafür sorgen, dass dieser Land zusammengehalten wird, damit eben nicht das, was passiert, was Gladbach passiert. Das ist ganz wichtig. Wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder, auch jetzt zuletzt, gerade letzte Woche mal über Krösche gesprochen und die Mitbeteiligung bezüglich einiger Punkte. Ne? Wenn ich jetzt am Ende der Nahrungskette Santos kritisch anspreche, es hängt auch eher mit dieser Entscheidung zusammen, zu sagen, okay, wir gehen aber diesen Weg. Also ich will nur sagen, es ist alles auch wichtig, dass du das auch nochmal erwähnst. Wir haben das in der letzten Woche oder in den letzten Wochen ja immer wieder getan. Nicht nur singulär über Dino gesprochen. Was kann trotzdem passieren, unabhängig von der Person des Trainers, dass die Eintracht, du hast ja eben gerade gesagt, Leute, macht mal halblang, 40 Punkte als Ziel brauchen wir jetzt erstmal nicht, aber wir müssen uns alle gemeinsam ein Ziel setzen, bei dem man sagt, die Einzelbewertung ist jetzt vielleicht bei den einzelnen Spielern, die mal schwache Phasen haben, weniger wichtig als das gesamte Fokussieren. Und das ist das, was Frankfurt besser kann als, glaube ich, sehr viele Bundesligisten. Weil die Eintracht hat es immer wieder geschafft, in wichtigen Momenten, 2016, das Aufwärtsgefühl hinzubekommen, dass du sagst,
Was wir wollen, ist am Ende, dass wir uns für die Euroleague irgendwie noch qualifizieren, damit wir die Chance haben, daheim, ja, ihr Klabauter Männer aus München, ja, Finale daheim, ja, wirklich. Völlig unerwarteter Front. Aber das zu ermöglichen. Und ich glaube, diese Einigkeit, wirklich noch ein Ziel zu sehen, ist viel wichtiger als das dividierende, auseinanderteilende mit Es Einzelpositionen. ist genau das, Alter. Kann das nicht vielleicht das Entscheidende sein, wo du sagst, okay, ist egal, wir haben jetzt eine schwierige Phase, die Qualität ist trotzdem da, aber gemeinsam können wir das doch noch lösen. Ist das vielleicht etwas, was Eintracht jetzt bemühen muss? Es muss jetzt ein Schulterschluss von allen Seiten eine stattfinden. Die Fans das muss jetzt alle aufgeweckt haben und das muss auch mal wieder diese ganzen Erfolgsfans im Umfeld der Eintracht jetzt auch mal irgendwie So auch gefrontet. ja, weil das ist ja wirklich auch ein Problem. Da kann ich jetzt aus Gladbacher Sicht sprechen. Das ist ein Problem. Im Erfolgsfall kommen sehr viele neue Fans dazu, sehr viele Menschen, die eine Erwartungshaltung dann aufbauen und automatisch dafür sorgen, dass diese Erwartungshaltung immer größer wird und irgendwie so ein bisschen, man verlässt so seine eigene Identität und man verlässt so ein bisschen das, wo man herkommt, ja. Das passiert, wenn man im Kosmos Champions League unterwegs ist. Und ich glaube, wichtig ist jetzt, dass die Base, die mit Eintracht in der zweiten Liga schon gespielt hat, die im Stadion war, als die in der Relegation gespielt haben, zweite Liga Scheißjahre durchgemacht hat, dass die sich, dass da jetzt wieder ein Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft stattfindet, aber, und das sehe ich auch so, es muss halt jetzt auch mal was von der Mannschaft kommen. Weil, das ist genau das und Ding. das ist genau das Ding, weil die Fans sind da. Ich weiß, dass das auch Eintracht Frankfurt ausmacht, ja. Die waren ja jetzt nicht da. Ich finde, gut, dass du es ansprichst, die Fans. Die waren jetzt nicht da. Und das sondern das habe ich noch nie im Stadion erlebt. Ja. Also noch nie. So, nicht unter Funkeln, nicht unter Skipper, sondern da waren entweder wütende Pfiffe oder es war irgendwie, keine Ahnung, wir kämpfen sehen. Aber es ist eine halbe Stunde mucksmäuschenstill in diesem Stadion. Ich stehe auch immer noch unter Schock, was das betrifft. Und am Ende, bei allem, was wir hier besprechen, muss man halt auch sagen, was Stefan ganz am Anfang gesagt hat, am Ende sind wir alle ratlos erstmal. So, am Ende ist da eine Ratlosigkeit, das hast du im Stadion gemerkt. Und das ist eine Situation, die ist bedrückend. So, aber genau, was ihr gerade gesagt habt, du musst irgendwie aus dieser Situation rauskommen, weil die Fans sind trotzdem da. Wenn du das Gefühl hast, ey, da geben alle alles. Aber ich finde trotzdem, dass das ein gutes Warnzeichen von den Fans auch mal war, zu sagen, ey, Leute. Kein Automatismus, ne? Genau. Es ist kein Automatismus. Ja. Das ist immer Stimmung. Nee, es ist auch im Endeffekt so ein bisschen, dass man sehen will, dass da alle Leute alles geben. Und das ist an gewissen Stellen nicht der Fall. Das mag mit einer Verunsicherung zu erklären sein, aber trotzdem, Bruder, kannst du an gewissen Stellen, und ich will auch jetzt kein einzelnes Spiel ansprechen, aber es gibt wirklich Situationen, wo ich denke, ey, das ist auch respektlos dem Verein gegenüber. Ja. Wie du, wenn du hier eingewechselt wirst, dich da zeigst. Entschuldigung. So, also das bisschen muss von der Mannschaft auch mal gesagt werden und auch vom Kapitän. Ja, das ist genau das Ding. So, der auch mal. Die Mannschaft muss jetzt mal wieder zueinander finden. Du hast jetzt seit Wochen das Gefühl, da passt es nicht. So, ne, auch das kann man ja ändern, man kann ja miteinander reden. Ja, so, wir sitzen hier und freuen uns darüber, dass die mal abklatschen, wenn der Santos mitmacht. Das kann ja nicht sein, das ist ja eigentlich der Status Quo, so muss das jetzt eigentlich immer. So. Ne, also die Mannschaft muss irgendwas machen, dass die wieder zueinander finden. Oldschool, Mannschaftsarm, whatever, Aussprache, you name it, ist mir egal. Auf jeden Fall müssen die sich ihrer Verantwortung als Mannschaft wieder bewusst werden. Die Führungsspieler müssen endlich mal sich gerade machen, Alter, und ihren Arsch in der Hose mal irgendwie wiederfinden und mal irgendwie ihrer Aufgabe nachkommen, die da nämlich ist, die junge Mannschaft, die das ist, nämlich anzuleiten, Orientierung zu bieten, im Spiel voranzugehen, was auch immer so, ne? Also diese klassischen Führungsspieleraufgaben. Du hast nicht einen einzigen Führungsspieler in dieser Mannschaft, der diesen Aufgaben in den letzten Monaten nachkommt. Keiner davon. Kein Koch, kein Theater, gar nichts. Sind alle mit sich selbst beschäftigt. Da passiert überhaupt nichts so. Da muss viel mehr von denen auch kommen. Und dann musst du eben auch so spielen, dass dieses Stadion es leicht hat, wieder eben mitgenommen zu werden. So. Stefan, du deutest es an. Hat die Eintracht trotzdem genügend Führungsspieler? Ja, also höchstwahrscheinlich fehlt so ein Kevin Trapp schon sehr. Und ich würde mir für so einen Seppel Rode würde ich mir aktuell einen kleinen Finger geben wahrscheinlich. So, also weil das sind genau Leute, die halt fehlen gerade, die irgendwie in der Kabine für ein bisschen Miteinander sorgen, die aber auch eine gewisse Autorität ausstrahlen. Da sehe ich jetzt niemanden aktuell so sehr. Und das ist auch saugefährlich, aber das ist auch saugefährlich und da muss Krösche sich auch hinterfragen, weil er hat das System geschaffen. Und auch da wieder, das ist die Gladbacher Brille, ja. Mit Stindl haben wir damals unseren Kapitän verloren. Kramer, Janschke sind alle weggegangen, ja. Da war ein Vakuum, da war ein Grüppchen, das war nur noch eine Grüppchenbildung und es gab keine Führungsspieler.
So, und wenn du halt darauf bedacht bist, immer diese Marktwertsteigerungen zu haben und immer nur junge Spieler und nur noch auf Marktwerte schaust, dann ist die Gefahr auch groß, dass du halt eben genau da dieses Vakuum hast. Und da sind wir dann bei der Frage Führungsspieler, weil Führungsspieler sind ja im Krösche-System zu alt eigentlich, um noch krasse Marktwerte zu steigen. Du hast mit Theat und Christensen ja eigentlich Leute... Da wollte ich gerade rein, weil du sagst, aber auch die scheinen ja irgendwie... Und wenn es gut läuft, sind sie es dann doch. Ja. Also ich glaube, egal, ob es jetzt aktuell nicht der Fall ist, aber sind das diese Leute, sind die Leute nicht diejenigen, wie Christensen oder Theater, weiß ich nicht, die zumindest da jetzt reinwachsen können, weil wenn wir sagen, wir machen jetzt diesen Reset und gehen nicht mehr darauf, was jetzt alles schlecht lief, sondern gucken, was jetzt besser laufen kann, dann ist es doch vielleicht an den einzelnen Personen oder vielleicht an Leuten, von denen wir es gar nicht wissen, dass sie sagen, es verhindert dich ja keiner, mal einen Mannschaftsabend auszurichten. Alle gehen mal Pizza essen oder so. Also du kannst es ja trotzdem mal machen. Ich glaube, das Potenzial ist doch da in der Mannschaft, Basti. Ja, weil du hast gerade richtig gesagt, wenn es gut läuft, feiern wir das alles. So, Kochkapitän, Genau. Christensen ist da, Theater ist emotional auf dem Platz. Du hast ja diese Spieler. Du hast ja recht, wenn du sagst, die Spieler, die Krösch holt, aber es sind ja trotzdem, Skiri ist auch ein Spieler, der ein gewisses Alter hat und eine Bundesliga-Erfahrung. Der Bruder kann auch auf dem Platz zumindest Dinge klären. Es gibt diese Spieler. Du kannst jetzt wahrscheinlich auch dir keinen backen, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass du einen Zentralmittelfeldspieler brauchst, weil du hast einfach nicht genug gute Spieler dort. Punkt. So, es ist momentan einfach so. Du brauchst in dieser Zentrale einfach jetzt einen Spieler, den musst du auch verpflichten. Da musst du vielleicht auch ins Risiko gehen. Aber auch das wird's alles nicht lösen, weil Stefan hat's gesagt, im Endeffekt, was jetzt passieren muss, dass die Spieler, die dort sind, und die sind jeden Tag zusammen. Und wenn du gewisse Dynamiken wahrnimmst innerhalb von Gruppen, das gibt's in allen Bereichen. Das kann sich in eine negative Richtung irgendwie entwickeln. Dann ist hier was da. Aber da kannst du ja gegensteuern. Du kannst ja nicht so tun, zu sagen, mein persönliches Problem mit Spieler XY ist jetzt wichtiger als der Verein Eintracht Frankfurt. Nee, Bruder. Gewisse von Spieler, die jetzt angeblich streiten und sonst irgendwas, die haben letztes Jahr einer der Top 3 Viererketten gebildet. Kannst mir nicht sagen, Bruder, dass das nicht möglich ist. So, da müssen die Spieler selber auch sich vielleicht mal ein bisschen zurücknehmen und sagen, ja, dann bin ich vielleicht mal nicht beleidigt, wenn der eine mir nicht sofort abspielt, dann winke ich vielleicht mal nicht ab auf dem Platz, bla bla. Es geht um kleine Kommunikationsgesten, zu sagen, und diese Spieler stehen in der Pflicht, weil so von wegen, ja, ich komme zu Antwort, will mich entwickeln. Jo, Bruder, dazu muss ja das Konstrukt ja auch funktionieren. Und ich bleibe trotzdem dabei, dass du ein Konstrukt basteln kannst aus den Spielern, die jetzt schon da sind, plus einen Sechser noch. Das eine erfolgreiche Bundesligamannschaft sein kann, dann müsst ihr es aber, dann müssen die Spieler halt aber auch sagen, okay, so und so würden wir uns das vorstellen oder so und so ist die Gruppendynamik und da müssen wir irgendwie eingreifen. Und all das, was jetzt passiert, was du vorhin gesagt hast, das sind ja so hilflose Analysediskussionen. Zu sagen, Santos ist das Problem. Jetzt nehme ich mal Theat raus, weil ich das Gefühl habe, der ist irgendwie ein faules Ei in der Mannschaft, dann mache ich mal den, bring doch mal den. Das ist ja alles müßig. Das ist ja alles müßig, einzeln diese Faktoren aufzugreifen. Ich bleibe dabei, die Mannschaft hat es gezeigt an gewissen Stellen, auch im Gerüst, wie es jetzt da ist, dass zumindest ein Teamspirit da sein kann. Ob es dann klappt oder nicht, werden wir sehen. Aber dann soll zumindest nicht mehr eine Situation entstehen, dass das Stadion eine halbe Stunde komplett ruhig ist. Und ich glaube, das sind ja auch die kleinen Momente, dass ein Stadion überhaupt ruhig ist, hängt auch damit zusammen, dass du das Gefühl hast, dass du gewisse Situationen gar nicht mehr siehst. Dass du in der ersten Halbzeit noch gesehen hast gegen Hoffenheim, dass in der zweiten Halbzeit wirklich bei dem Angehen zum 1:1 da konntest du schon sagen, ja, ich weiß, dass jetzt ein Gegentor wird, weil aber auch niemand wirklich mitgegangen ist. Und das ist die Situation. Wenn du aber wieder merkst, dass Leute reingehen, wie gesagt, wie wenig gelbe Karten und rote Karten die Eintracht sich abgeholt hat in dieser Saison. Immer 3 Tore fressen. Ja. Das muss man auch mal aushalten. Ja. Die Eintracht ist ein Meme geworden. Ja. Jetzt mal ernsthaft. Ja. Das muss dir doch als Spieler, die Leute, anstatt davor dann Angst zu haben, das muss mich doch sauer machen. Genau. Und dann muss man noch mal sagen, okay, hör mal zu. Ich habe das Gefühl, hier ist das und das, dann trefft euch halt und klärt das. Immer so zu tun, als wäre das unmöglich. Ja, nee, das geht so nicht. Nein, Leute, es geht auch so. Du kannst jetzt auch wenn sich das viele Leute will, du kannst auch nicht die ganze Mannschaft jetzt austauschen. Du willst jetzt punktuell noch was machen können in den paar Tagen. Das wird auch nicht die Top-Lösung sein. Die Leute, die da sind, die sollen sich verdammt nochmal zusammenreißen. Und dann muss halt auch noch, komm wieder zu ihm, dann muss halt Krösche noch mal hingehen und sagen, okay, die Mitarbeiter, die enger in der Mannschaft sind, analysieren mir bitte, wo sind hier die Gruppendynamiken, die in die falsche Richtung gehen und wie können wir dagegen steuern. Und ich glaube, sogar im Kleinen hast du es ja schon gemacht. Du hast ja beispielsweise neben Theat, da kann man jetzt drehen, wie man will. Wir brauchen gar nichts hineingegangen müssen. Aber du hast jemanden geholt mit Calimero, wo du weißt, dass die beiden gut funktionieren. Ne, das ist ja, was ja auch schon gut ist, wo du sagst, okay, ich hole jemanden, die kennen sich, das Calimero funktioniert sofort. So, ne? Vielleicht wird sich auch alles wieder
Ebenen, wenn du weißt, dass du ein gemeinsames Ziel hast. Vielleicht muss dieses gemeinsame Ziel... Ja, der soll zu Theater einfach sagen, sei nicht so ein Stinkstiefel und vertragt sich jetzt mit den Leuten, was weiß ich was, Alter. Stefan, was würdest du machen? Wenn ich der neue Trainer wäre, was? Ja, ich würde tatsächlich erstmal wirklich genau reinhorchen in die Mannschaft, oder so die Bruchstellen sind irgendwie, weil da scheint ja irgendwie ein bisschen was im Argen zu liegen. Und dann würde ich versuchen, dass ich mit relativ einfachen Mitteln erstmal stabilisiere. Also die Abstände müssen stimmen zwischen den Mannschaftsteilen, zwischen den einzelnen Mitgliedern der Kette. Da muss klar sein, wann wird gepresst, was passiert dann dahinter und so weiter. Ne? Also dass du da nicht ständig ins offene Messer läufst und dann das wären so die Klarheit irgendwie auf dem Platz. Die Leute müssen wissen, was genau sie zu tun haben müssen. Auch nicht zu viel. Also einfach wirklich die Basics und dann musst du es schaffen, dass diese Mannschaft wieder was Emotionales und Leidenschaftliches ausstrahlt und mit Intensität in die Spiele geht. Ja. Lisa, was ist das große Fund, mit dem potenzieller neuer Trainer Stefan Reich noch hausieren gehen kann? Weil wir reden uns ja jetzt von der Negativität jetzt wieder langsam ins Positive und ich habe das Gefühl, es ist noch nicht alles verloren, gerade wenn wir den Spirit wieder hinbekommen, das Ziel in Frankfurt klar setzen. Wo sagst du auf jeden Fall, dass die Eintracht am Ende doch noch punkten kann und vielleicht doch noch die Ziele erreicht, von denen wir jetzt schon glauben, dass sie verloren gegangen sind? Jetzt wollte ich was. Ich finde das total schwer einzuschätzen, welche Dynamik das jetzt nimmt. Also ich finde es wirklich schwer. Weil man auch mittendrin ist. Weil man mittendrin ist, genau. ja. Und das ist irgendwie so, es fühlt sich gerade irgendwie man fühlt sich ein bisschen ratlos einfach die ganze Zeit, weil man nicht so genau weiß, wo soll man jetzt eigentlich als erstes anpacken und so, die stimmen dir komplett zu, wenn da genau das ist, es muss halt jetzt wieder eine Einheit entstehen. Also ich glaube, das Wichtigste ist irgendwie, und diese Mannschaft hat ja schon gezeigt, dass sie als Einheit auftreten kann, dass sie funktioniert. Also ganz, ganz viele Spieler aus dem letzten Jahr, die sind ja jetzt auch noch da. Also das heißt, ich glaube, eher dieser Glaube und dieser Wissen, dass es ja geht. Also diese Mannschaft kann es ja. So, und ich glaube, darauf muss man sich wieder berufen und irgendwie auch drauf vertrauen, dass diese Mannschaft es schon nachgewiesen hat, dass sie es kann und dass sie funktioniert, auch in einem Gesamtkonstrukt. Weil Theater hat auch letztes Jahr mit Christensen zusammengespielt und auch mit Koch. Ja. Also da ist ja nicht... Die Viererkette hat ja genauso im vergangenen Jahr existiert und hat ja nachgewiesen, dass sie mit einer der besten eigentlich Abwehrreihen der Bundesliga waren. Also das heißt, ich glaube, man muss eher darauf vertrauen, dass sie es können. Ja. Jetzt muss es einfach einen Trainer geben und es muss irgendwie so ein Mindset auch wieder entstehen, sich auf seine eigene Qualität berufen, besinnen, aber auch jetzt wieder die Basics an den Start bekommen und irgendwie mal ein bisschen Ruhe jetzt reinkriegen. Und Lisa, du warst letzte Woche nicht dabei, die anderen beiden haben schon versucht, irgendwelche heillosen Tipps in den Äther zu blasen und das hat alles bislang nicht gefruchtet, deswegen will ich von dir als letztes in dieser Sendung noch wissen, wer wird neuer Trainer? Gib mir einfach mal deinen Wunsch. Also ich bin Fan von ihm. Marco Rose, wisst ihr, ich habe das schon angesprochen. Ich glaube, dass er eigentlich die geeignetste Wahl wäre. Kennt die Bundesliga kennt die Bundesliga in- und auswendig, kann Mannschaften formen. Aber der wäre doch schon da, oder nicht? Ja, der wäre schon da und ich glaube, dass er wahrscheinlich auch ein bisschen Angst hat, dieses Konstrukt Eintracht Frankfurt jetzt gerade zu übernehmen, weil das natürlich auch aus Grund seiner Vergangenheit und er hatte mit Leipzig eine ähnlich schwierige Phase, war auch schwer für ihn, da irgendwie rauszukommen, dass er sich schon auch überlegt, ob er diesen Job überhaupt annimmt, weil ich sag mal, danach, wenn er die Eintracht nicht schafft, dann ist sein Bundesliga-Ruf auf jeden Fall, dann ist es vorbei. Dann kann der in der Bundesliga nicht mehr als Trainer arbeiten, glaube ich. Mega guter Punkt. Liebe Leute, schreibt ihr noch mal in die Kommentare, was ihr sagt dazu. Wir sind gespannt, die nächsten Tage, da dürfte es auf jeden Fall ein bisschen Klarheit geben. Ihr werdet es auf jeden Fall bei Fußball 2000 erfahren. Und bevor wir jetzt aufhören, würde ich sagen, bleibt noch ein bisschen dran. Wir haben ein kleines Highlight für euch. Insofern, wir sagen vielen Dank an dich, lieber Gerd von Badesalz. Was soll ich sagen? Es ist sehr, sehr traurig, aber wir sind in Gedanken bei dir und wir haben noch was Kleines vorbereitet. Ciao. Erstmal müssen wir das checken, ja, richtig checken müssen wir das. So sieht's aus. Also, legen wir mal los. Ja. So. Und mal gucken. Ja. Also, Name. So. Beruf. Muss man nicht alles hinterher babbeln, Tondo. Ja. Verstehst du? Ja. Guck mal, was es für Berufe gibt. Glaubt mir gar nicht. Ja, ist gut. Manche Sachen sind strange, sollen es auch sein. Und da hört es eigentlich mit Comedy eigentlich vielleicht für viele Leute auch schon auf. Deswegen weil sie Englisch nicht sprechen, nicht wissen, was strange heißt. Strange, merkwürdig, eigenartig. Oder halt strange, ne? Das ist strange, ne? Du bist ein Stranger-Typ. Ja. Bettina, magst du mal einen Stift? Nein, danke. Schade. Ein Job noch, oder?
Ja, Leute, das war's schon wieder. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen arbeiten als Lagerist im Kiosklager. Falls ihr Besseres zu tun habt, könnt ihr hier rein klicken in die Highlights. Ich kann nicht behaupten, dass das Spaß machen wird, aber es hat auch keiner gesagt, dass es Spaß machen wird. Generell Fußball. Also hier reinklicken. Viel Spaß.